Nach ewiger Wartezeit von mehr als 4 Wochen ist meine Forest Moonbrix Bestellung nun tatsächlich endlich angekommen. Hier seht ihr nochmal deren Visitenkarte. Aber jetzt kommen wir mal direkt zu dem eigentlichen Inhalt des Videos, nämlich den Figuren. Es handelt sich hierbei um 4 Dark Bluish Grey deutsche Soldaten. Ganz links haben wir den K98 Infanteristen, als zweites den MP40 Soldaten, die letzten beiden Figuren sind MG-Schütze und MG-Assistent. Auch die Rückseite ist mal wieder mit atemberaubender Qualität und Detailvielfalt bedruckt. Neben den Torsos braucht man ja auch noch Köpfe, um eine Figur zu erstellen. Am besten ist hierbei auch eine große Vielfalt, da man dadurch nicht immer die gleichen Gesichter sieht, aber natürlich kann man so auch mehr Emotionen darstellen. Ihr könnt euch sicherlich noch daran erinnern, dass ich bereits am Anfang des Jahres eine Bestellung bei Forest Moonbrix ausgelöst habe, und jetzt wollen wir diese doch mal mit der neuen Generation vergleichen. Hierfür stelle ich die Figuren direkt nebeneinander. Links steht immer die neue und rechts die alte Version. Als allererstes fiel mir auf, dass die Anzahl der Knöpfe sich oberhalb des Gürtels von 3 auf 4 erhöht hat. Das Wegfallen der Hosentasche ist mir aber auch nicht unentdeckt geblieben. Der Kragenspiegel ist ebenso etwas größer geworden. Selbstverständlich gibt es darüber hinaus noch deutlich mehr visuelle Unterscheidungsmerkmale, aber es würde den Rahmen des Videos sprengen, wenn ich jedes einzelne akribisch zu Tode analysieren würde. Eine Kleinigkeit wollte ich aber noch erwähnt haben, nämlich den FMB-Schriftzug, also für Forest Moonbrix, welcher nun bei jeder Figur im rechten Bein aufgedruckt ist. Die wohl größte Neuerung ist natürlich die um 360 Grad bedruckten Beine, welche besonders im Vergleich zur alten Version nochmals hervorstechen. An dem Vergleich mit anderen Herstellern kommen wir diesmal natürlich auch nicht vorbei. Von links nach rechts kurz die Namen: Forest Moonbrix, United Brix, einmal Early War und dann Late War und noch Valiant Brix. Die Figur von Forest Moonbrix ist auch hier wieder die einzige, welche eine 360 Grad Beinbedruckung aufweist. Und auch sonst sticht sie mit lebendigen Farben und fantastischer Qualität hervor. Zumindest ist das meine Meinung. Aber am besten bildet ihr euch eure eigene Meinung dazu. Bei den MP40 Schützen habe ich nur von United Brix eine vergleichbare Figur, daher ist hier die Vergleichsspannweite logischerweise eingegrenzt. Aber man kann die Unterschiede dennoch auch so recht gut erkennen. Bei meiner 88 mm Flak-Munition hat sich die Produktionsweise leicht verändert, wodurch die Farbe einen etwas natürlicheren Farbton, aber auch eine höhere Kratzfestigkeit erlangt. Der Preis hingegen ändert sich nicht. Dazu kommen noch weitere Produkte in den Shop, wie hier zu sehen solche Treibstoffkanister in 4 verschiedenen Farben. Aber auch die Brickams Waffenpalette weitet sich weiter aus, denn es kommen einmal ein MG42 und ein MG34 hinzu. Optional kann man sich auch noch das passende Zweibein mitnehmen. Passend zu den 2 MGs kommen noch kleine tragbare Munitionskisten in den Shop, welche in Verbindung mit den Forest Moonbrix MG-Figuren perfekt in jede Armee passen. In äußerst geringen Stückzahlen gibt es auch diese Offiziersschirmmütze zu haben. Neben den normalen Blanko-Stahlhelm von Brickams gibt es nun auch welche mit dem Helmabzeichen des Heeres. Die klugen Köpfe wissen natürlich auch, woher diese denn stammen. Und jetzt kommt der eigentliche Hammer. Mein Shop Parabellum Brix ist nun offizieller Reseller von Forest Moonbrix, was auch bedeutet, dass ihr bei mir im Shop die Figuren und alles andere Gezeigte bereits sehr bald erwerben könnt. Durch den Zoll und die Versandkosten werden die Produkte natürlich im direkten Vergleich teurer sein als auf der Seite von Forest Moonbrix, aber immer noch wesentlich günstiger, als wenn ihr sie selber aus England bestellt. Für genauere Informationen stehe ich euch gerne über Instagram, Link in der Videobeschreibung, zur Verfügung. Plus, ihr müsst keine x Wochen warten, bis eure Bestellung durch den Zoll ist, sondern erhaltet die Produkte innerhalb von 2 bis 3 Tagen, wenn ihr in Deutschland, und circa innerhalb von einer Woche, wenn ihr in einem anderen EU-Land lebt. Somit profitieren wir alle davon und ich hoffe, ihr seid am Freitag um 19:30 Uhr dabei, denn dann wird das letzte neue Modell vorgestellt. Und kurz darauf wird auch alles im Shop erhältlich sein, also haltet die Augen offen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Bis dann, macht's gut, ciao!